Mein Name ist Katrin Hinz, ich bin Architektin und Designerin mit über 42 Jahren Berufserfahrung und 35 Jahre davon waren intensiv der Lehre und Ausbildung von jungen Designerinnen und Designern gewidmet. Ja, meine professionelle Laufbahn ist natürlich über die Jahre mehrheitlich in Gesamtdeutschland gewesen. Ich bin ja sozusagen ein ostdeutsches Gewächs, in der DDR geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium, das sehr interessant war, Architektur an der Kunsthochschule Weißensee in Ostberlin, weil es war sehr interdisziplinär, sehr klein, sehr elitär, habe ich neben der Architektur bei der Deutschen Post mit sehr viel Spezialprojektierung eben auch angefangen, Innenarchitektur zu machen, Shopdesign, heute sagt man Retail Design, Bühnenbild und Kostümbild, und Grafik hat mich immer schon interessiert, dann sehr viel Corporate Design. Darüber bin ich eben sehr, sehr stark zum Ausstellungsdesign gekommen, und das hat mich dann viele Jahre zusammen mit meiner Schwester Birgit Weller, auch eine Designerin, Ausstellungsdesign machen lassen. Unter anderem eben große Ausstellungen für das Bundesministerium für Justiz, im Bauhausarchiv in Berlin und vieles mehr. Ja, viele Karrierepunkte bei mir waren ein bisschen vom Zufall geprägt. Ich habe dann durch Zufall, durch einen Tipp von einer Kollegin mitgekriegt, dass die Fachschule für Werbung und Gestaltung in Ostberlin jemanden sucht für den Bereich Display-Design als Dozentin, und da habe ich mich mit 31 Jahren drauf beworben. Das war 1987, alles schon lange her. So bin ich in die Lehre reingekommen und dann nach der Wende eben weitergegangen an einigen Fachhochschulen in der alten Bundesrepublik als Gastdozentin gelehrt und mich dann eben beworben auf eine neue Professur für den Aufbau eines neuen Studiengangs an der damaligen FHTW Berlin, und da bin ich dann eben auch 1994 berufen worden und bis zu meinem Unruhestand, in dem ich jetzt bin, geblieben. Ja, seit 15 Jahren ist ein großer Schwerpunkt bei mir in der Lehre, oder sehr viel Einfluss in meine Lehre haben meine internationalen Erfahrungen gemacht. Wie vieles in meinem Leben ist es durch Zufall passiert. Ich bin 2008 das erste Mal nach Kairo für ein halbes Jahr gegangen, an die damals neu gegründete German University in Kairo. Und ein EDZ-Mitglied, Rayan Abdullah, hat mich damals dorthin geworben. Der war Founding Dean dieser Fakultät für Applied Art and Science. Und damit startend ist dann eigentlich eine sehr intensive Zeit von 15 Jahren von auch Lehren in anderen Ländern, in anderen Kontinenten passiert. Also ich war länger in Indien, ich war in China mehrfach, ich habe längere Zeit in Äthiopien gearbeitet, dort ein Museum aufgebaut mit Restauratoren und Designern von unserem Studiengang, unserem Fachbereich. Und, aber meine Verbindung zu Ägypten ist eben sehr lange geblieben, und seit 2019 bin ich Founding Dean einer weiteren neuen German International University dort für die Designfakultät. Und das hat mir dann auch meinen Übergang in den Unruhestand erleichtert, weil seit 2022 bin ich im Frühjahr in den Ruhestand gegangen und arbeite aber weiterhin eben sehr viel in Kairo und coache dort den Aufbau neuer Studienprogramme. Ja, zum IZ bin ich schon ziemlich kurz nach der Wende gekommen, 1990. Da gab es eine Initiative für Frauen im Design, und es wurde das Designerinnenforum gegründet, und in Stuttgart später, und darüber bin ich zum EDZ gekommen. Ich habe dann über die Jahre sehr viele Projekte mit der Hochschule und dem EDZ gemacht, unter anderem 2011 die Konferenz Die Diagonale. Und dazu auch eine Publikation zum Universal Design entstanden. Ein Teil dieser Konferenz der Diagonale war auch eine Ausstellung, und zwar Du Tarzan, ich Jane. Dieses Buch hat meine Schwester mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und mir rausgebracht. Das war auch eine Kooperation. Beschäftigt sich mit Gendercodes im Design, und obwohl das 2012 entstanden ist, ist es an für sich erschütternd, wie aktuell das Thema auch heute noch ist. Wir haben wahnsinnig viel Gender-Marketing, und das heißt aufmerksam bleiben. Ich habe mit dem EDZ zusammen das Projekt Design Management für KMU gemacht, Mitte der 2000er Jahre sehr erfolgreich, und später auch diverse Ausstellungen wie eine über Adrian Frutiger. Und eben auch meine Schwester, die Mitglied im EDZ war und viele Jahre auch im Vorstand, hat eben dort sich auch beteiligt an vielen Aktivitäten, was das EDZ nämlich brillant gemacht hat in den 90er und Anfang der 2000er Jahre. Viele Projekte mit Hochschulen, und die dann wirklich auch sehr stark unterstützt in, vor allen Dingen Sachen für die Zukunft mal zu denken. Und da war das EDZ ein absoluter Trendsetter.
Ja, Berlin ist natürlich eine Stadt, wo es ganz viele Inspirationen gibt. Ich hole mir die meisten Inspirationen, ehrlich gesagt, mittlerweile aus Ländern wie Indien oder Ägypten, weil da so eine unglaublich virale Designszene ist. Aber wenn wir mal bei Deutschland bleiben, da war 2021, 2022 eine tolle Ausstellung Design und Bahn in Nürnberg. Das ist wieder so ein bisschen Familiensache. Meine Schwester ist da drin mit einem großen Artikel, Birgit Weller, weil sie war eine der ersten Frauen, die im Design für Bahnen aktiv war, schon in den 80er Jahren. Vor allem im Exterior-Design. Und das ist eine spannende Sache, weil es zeigt das Bahndesign im Osten wie im Westen auf eine sehr tolle Art und Weise in Augenhöhe und zeigt auch auf, warum deutsches Bahndesign nach wie vor so erfolgreich ist, weil da die Verschmelzung der Kompetenzen von beiden Teilen des Landes eben hervorragend geglückt ist. Ja, die Ausstellung gibt es leider nicht mehr, die war begrenzt, aber der Katalog, sehr gut geschrieben, mit sehr vielen Informationen, den gibt es nach wie vor noch im Buchhandel und online.